Hey, servus, ich bin's, der Kai aka Mupi von Mupis Brick World, und ich muss mal ganz ehrlich sagen, danke. Verdammt nochmal, vielen lieben Dank für verdammt viele Aufrufe auf dem letzten Video. Ganz ehrlich, ich hoffe, ich habe nicht allzu viele Leute geschockt oder erschreckt, nachdem ich gesagt habe, ich reise die Stadt ab. Ja, ich habe sie auch abgerissen, so ist es nicht. Ihr wart ja live dabei, beziehungsweise ihr habt sie ja eben im Video gesehen. Und jetzt sind wir dabei, sie auch wieder aufzubauen. Und wie gesagt, da nochmal vielen lieben Dank für die ganzen Aufrufe, für die ganzen genialen Kommentare und die tollen Ideen, die jetzt natürlich für die neue Stadt kommen oder da auch schon gekommen sind. Ich hoffe mal, es kommen natürlich noch etliche weitere. Ganz auch die neuen Abonnenten. Vielen Dank, dass ihr abonniert habt. Für jeden, der noch nicht abonniert hat, ihr dürft es gerne tun. Ich freue mich natürlich. Und aktiviert natürlich auch gleich die Glocke, dann seht ihr auch die folgenden Stadtupdates, die dann kommen werden. Was mache ich denn heute in meiner Stadt? Ich habe schon ein bisschen angefangen, ich habe erstmal alles wieder auf die Platte geholt und dementsprechend werde ich das jetzt mal anfangen ein bisschen zu positionieren, was aber nicht heißt, dass es schon so stehen bleiben wird, denn ich habe hier noch so eine kleine Idee, was ich gerne noch ein bisschen anders machen werde, aber das kriegen wir auf alle Fälle noch hin, beziehungsweise das erzähle ich euch dann nach dem Intro und nach dem Speedbuild, wie ich mir eine Stadt stelle. Dann zeige ich euch die Stadt und dementsprechend könnt ihr dann gerne auch natürlich eure Ideen wieder in die Kommentare schreiben. Freue ich mich. Also, wir sehen uns dann gleich nach dem Intro und dranbleiben. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen umgebaut, beziehungsweise habe es mir mal so ungefähr hingestellt, wie ich das mir jetzt vorstelle. Wie gesagt, ungefähr, denn ein paar so Änderungen, die habe ich auf alle Fälle noch, was das Stadtlayout betrifft. Aber so ungefähr sollte es mal stehen. Hier in dem Bereich möchte ich den Bahnhof bauen, der im Endeffekt dann hier so eine Glaskuppel oben drüber bekommt. Entschuldigung, ich war gerade im Regen draußen, deswegen ist der Ärmel jetzt auch ein bisschen nass. Möchte hier im Endeffekt den Bahnhof mit einem Glasdach machen. Hier vorne dann die Ausfahrt. Oben auf die Altstadt drauf soll dann das Bahnhofsgebäude kommen, oder beziehungsweise der Abschluss mit Treppen runter dann zu den Bahngleisen. Hier an der Seite möchte ich dann wie so eine kleine, wie so kleine Arkaden, wie so eine kleine Einkaufspassage noch machen, wie es halt in vielen, Bahnhöfen so ist. So eine, wo halt verschiedene kleine Geschäfte drin sind. CD-Laden, Bücherladen,
ach, Imbissbude, so McDonald's, KFC und so weiter und so fort. Genau. So, da oben wird es wahrscheinlich so sein, ihr seht, da ist eine große, da ist die Fläche dann sehr leer da oben. Ich bin da gerade im Überlegen, ich habe das Lunatic Hospital, das ich wahrscheinlich dann hier hinstellen werde, ein bisschen so hinausragend. Und da dazwischen dann im Endeffekt nach dem Bahnhof hier so einen kleinen Park. Und dann kommt im Endeffekt das Lunatic Hospital, also das Irrenhaus. Und dann hier geht es dann ein bisschen so in den ländlichen Bereich rüber, den ich dann ausbauen werde. Ein langfristiges Ziel wird sein, hier hinten dann ja eine Berg-Hügellandschaft, also sprich im Endeffekt da, wo jetzt dieses Ding steht, hier soll der Zug im Endeffekt in den Berg reinfahren und soll dann hier im Endeffekt hier vorne dann wieder rauskommen. Und dann hier eben der ländliche Bereich, der sich halt natürlich an Häusern dann hier vorne wieder zuspitzt. Eventuell irgendwann mal, vielleicht bauen wir dann noch eine zweite Strecke, sprich der Bahnhof kriegt dann hier noch so den zweiten Stock oben drüber. Aber wie gesagt, das sind so Zukunftsgedanken. Das Einzige, was ich noch mache, ich habe ja hier auf der Seite, habe ich diesen, Entschuldigung, Güterteil, Güterabfertigung. Das werde ich wahrscheinlich noch da hinten hinbauen. Und hier, glaube ich, können wir auch noch so ein bisschen das dunkle Eck mit dem Tanzlokal für Erwachsene machen. Und das, glaube ich, ist da auch ein richtig schönes Eck. Ja, Tunneleinfahrt kommt noch. Wie gesagt, es sind viele Baustellen noch da. Aber was haltet ihr von der Idee? Meine Idee wird auch langfristig sein, das habe ich mal gesehen. Und das, glaube ich, gefällt mir auch recht gut, dass ich diese Straße hier ansteigen lasse zur Altstadt. Da nach oben und eventuell dann auf der anderen Seite wieder runter. Das wäre so meine Idee, so damit diese Altstadtmauer irgendwo ein bisschen verschwindet oder ein bisschen auch mit der Natur einhergeht. Aber da bin ich mir so ganz sicher noch nicht, weil wie gesagt, mir gefällt auch dieser Treppenaufgang. Muss mal gucken, ich finde auch oben der Platz, der eigentlich vor der Treppe mal war, hier hinten hin, kommt da eigentlich auch recht gut. Dementsprechend würde ich sagen, wir können ihn mal da lassen. Barbecue Pool Party haben wir natürlich auch noch. Wie gesagt, die ist nicht vergessen. Die steht hier. Brickspills und Timo von Dark Ages, so wie ich, sind schon da. Es werden noch ein paar kommen. Hier haben wir schon mal angefangen, ein bisschen Ideen aufzubauen für den ländlichen Bereich. Teile habe ich mir natürlich auch schon besorgt. Vieles ist noch unterwegs. Aber wir haben hier schon mal ein paar Plätten, ja, für den ländlichen Bereich, ein bisschen Grünzeugs und natürlich hier auch Teile ein bisschen schon für den Bahnhof, die man brauchen kann. Wie gesagt, das ist noch nicht alles. Ja, hier haben wir, die habe ich schon zum Teil einsortiert. Hier haben wir auch noch ein paar Teile. Hoppala, der hüpft heute wieder hin und her, wie er gerade lustig ist. Also die Männchen, die hatte ich schon, die habe ich mir nicht besorgt, die waren schon da. Jawohl, wie gesagt, eventuell gucke ich mal, dass am Samstag nochmal ein Stadtupdate kommt. Aber da muss ich nochmal gucken, das weiß ich noch nicht, wie es zeitlich ausgeht. Ich würde sagen, bevor wir zum Ende kommen, was ich in Zukunft machen werde, ich werde die Elektrik wieder anbauen, weil im Moment ist noch alles dunkel. Damit hier die Stadt auch wieder schön leuchtet. Ein paar Lämpchen habe ich noch. Und werde schauen, dass ich hier die Baseplatten schon mal auslege für den Bahnhof, damit man die ungefähren Grundrisse sieht. Und ja, so langsam dann hier auch mal anfangen, dann oben wieder ein bisschen zu fließen. Aber wie gesagt, Hauptaugenmerk wird erstmal auf der Elektrik liegen hier vorne. Und die Schienen hier nochmal umbauen. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön fürs Zuschauen, wem es gefällt. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite, dass ihr auch kein Stadtupdate verpasst. Falls ihr Ideen habt, schreibt in die Kommentare, ich beantworte sie gerne. Und
Jetzt zum Abschluss würde ich sagen, lassen wir mal heute einen Zug fahren nochmal. Aber heute lassen wir nicht den Güterwagen fahren, den haben wir das letzte Mal schon fahren lassen, im letzten Stadtupdate. Heute lassen wir mal den ICE fahren. Sofern er noch möchte. Ja, er möchte. Batterien haben wir vorher noch frisch geladen. Und da kommt er. Jawohl, ja. Na, wie schnell fährt er? Ich habe nur immer Angst, wenn man so schnell fahren lässt, dass es dann wieder aus dem Ding raushaut. Aus den Schienen. So, und mit diesen tollen Bildern sage ich für heute vielen Dank. Wie gesagt, wem es gefällt, unterstützen dürft ihr mich gerne mit Abo, Kommentaren oder auch mit einer Tasse Kaffee. Beschreibungen sind unten in der Beschreibung, beziehungsweise die Links sind unten in der Beschreibung. Wie gesagt, Support ist kein Mord, tut keinem weh. Und dementsprechend wünsche ich euch allen jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und jetzt, Achtung, noch einmal kommt er. Obwohl, das war nichts. Lassen wir nochmal fahren. So. Also, bis dann. Tschüss. Mal selber was Schönes bauen heißt also jetzt abschalten. Bis denn. Ciao.